Hast du dich jemals gefragt, ob der spirituelle Pfad manchmal ein Fluch ist oder vielleicht sogar auch ein Segen ist? In diesem Video durchleuchten wir die Schattenseiten der Spiritualität, der Esoterik, das Thema Bewusstsein und schauen, was sozusagen hinter dem Licht verborgen ist und welche Tücken auf dich warten, wenn du dich auf dem spirituellen Weg befindest. Also freu dich drauf, weil wenn wir einen Schritt auf das Licht zugehen, kann es sein, dass wir bei diesem Weg auch einen Schritt auf die Dunkelheit gehen, aber auch umgekehrt. Ja. Deswegen freue dich auf das Video und ich bin sehr, sehr gespannt, was du zu diesen Sachen, die ich dir gleich erzählen werde, sagst. Ja. Für mich persönlich ist, als ich auf diesen Weg gekommen bin, der Bewusstseinserweiterung, war das sehr, sehr hart. Ja. Das war sowieso ein Dschungel, ja, mit vielen Bäumen drin und vielen Tieren und vielen Geräuschen und ich war komplett dissoziiert davon. Ja. Das Wort dissoziiert beschreibt den spirituellen Pfad sehr, sehr gut, weil du einfach keine Ahnung hast, wo du anfangen sollst. Du hast keine Ahnung, welche Richtung du gehen sollst. Du weißt auch gar nicht, wohin dich das führen soll. Ja. Aber dieser innere Ruf nach Selbsterkenntnis ist so stark, dass du einfach gehst. Ja. Und du nimmst das, was da ist. Ja. Und die Frage ist, ob das, was da ist, deiner höchsten Wahrheit entspricht und ob dich das auch dorthin führt, wo du hin willst. Ja. Und deswegen ist der spirituelle Pfad oft sehr tückisch, weil du dich selbst in einer Art Aufwachprozess befindest und selber nicht weißt, was passiert, wenn du eigentlich aufwachst, weil du selber dich zu diesem Zeitpunkt noch als ein Ego identifizierst und dieses Ego hat sozusagen dein Leben lang Besitz von dir ergriffen. Du identifizierst dich mit deinem Namen, mit deinem Körper und bist in der Matrix-Welt gefangen und plötzlich kommst du drauf, so, es gibt mehr als das, was ich geglaubt habe zu sein. Weil irgendwo müssen wir herkommen, irgendwo müssen wir hingehen, wenn wir sterben. Und du hast so ein inneres, da stimmt irgendwas nicht, Gefühl. Ja. Und das ist so dieser Anfang von diesem spirituellen Erwachen. Und ab diesem Moment, wo das geschieht, wo du dir diese Fragen oder wo du Dinge hinterfragst, ja, weil das Leben ist so wie, du bist in einem Zug und der Zug fährt in eine Richtung, also die Zeit läuft geradeaus und du fragst die Leute, hey, wie bist denn du in diesen Zug gekommen? Und dann fangen die an, irgendwas zu philosophieren über irgendwelche Theorien. Ja. Und dadurch haben sich natürlich Religionen gebildet, jeder erzählt was anderes, aber im Grunde nur Philosophie und Theorie. Und du befindest dich und du hörst dann zu und das und das und das, aber im Grunde weiß es wirklich niemand. Ja. So offen und ehrlich muss man schon sein. Ja. Und, und du verlierst dich da drin in diesen anderen Leuten, in diesen Aussagen, in diesen Religionen, wo auch immer. Oder auch in der Spiritualität, was aus meiner Sicht auch eine Form von potenzieller Religion ist. Deswegen bin ich eher so der Freund von einer modernen Spiritualität, von einem Thema Bewusstsein, was übergeordnet über das ganze Thema steht, wo alle Religionen und alle Wahrheiten verbunden werden. Wissenschaft, Naturwissenschaft, Physik, Chemie und alles zusammengetragen wird, um die ganze Sicht der Existenz aus einer übergeordneten Vogelperspektive zu sehen. Ja. Und in diesem Dschungel, ja, findest du viele Geistheiler, du findest mediale Leute, Kartenleger, Zeremonien, spirituelle Messen, Channelings, da gibt es ja so viele Sachen. Chakren, bla bla bla, alles mögliche. Und da gibt es so viel, was du lernen kannst, was dich interessiert. Also, es ist so ein interessanter Weg, aber man kann sich jetzt sehr, sehr daran verlieren. Ich habe tausende Bücher zu solchen Themen gelesen und kann dir nur noch sagen, der Dschungel ist groß und der Dschungel wächst immer weiter. Ja? Und deswegen bilden sich in dieser spirituellen Szene viele Untergruppen. Die Yoga-Gruppe, die Öko-Gruppe, dann die extremen Glaubenssysteme, das spirituelle Ego, dann die medialen Leute und du weißt irgendwie nie richtig, was ist dein Weg und wo sollst du Anschluss finden und was sollst du drin machen. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe, indem ich dir jetzt mal einfach die ein paar Vorteile erzähle aus der Spiritualität, dann komme ich zu ein paar Nachteilen aus der Spiritualität und dann komme ich wieder zu ein paar Vorteilen aus der Spiritualität. Und deswegen ist halt wichtig,
äh, zu verstehen, was dir dieser Weg bringt, wenn du auf diesem Weg bist und wovon du dich hüten sollst vielleicht. Ja. Also auf der anderen Seite, wenn du in diesem Aufwachprozess bist, dann passiert Folgendes mit dir, du erweiterst deinen Horizont, also du blickst out of the box. Wenn du nicht bewusst bist dann, und jemand erzählt dir, oder du kommst zu so einer Wand, wenn jemand sagt, hey, hast du dich schon mal gefragt, wer bist du wirklich? Wer warst du, bevor du in deinen Mutterleib gekommen bist, aus der Körper deiner Mama gekommen bist? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du hergekommen? Weil du bist ja bewusst, du bist ja klar, du bist ja hier, du existierst. Und hast du dir mal die Frage gestellt, ob es einen Gott gibt? Wenn ja, wer hat ihn erschaffen? Und hast du dir die Frage gestellt, wenn wir sterben, wo gehen wir denn eigentlich hin? Ja? Wenn dich diese Fragen nicht interessieren, dann weißt du, dass du noch nicht erwacht bist. Wenn du deine Wand hast und sagst, ich glaube an das nicht, ich werde sterben, wenn ich sterben werde und so weiter, dann weißt du, dass du sozusagen noch ein Schläfer bist. Ja? Wobei das nicht negativ gemeint ist, sondern du hast einfach nur gewisse andere Matrix-Aufgaben zu erledigen. Wenn du die erledigt hast, dann kann es sein, dass du auf diesen Aufwachprozess geführt wirst. Ja? Aber was eben passiert, wenn du dir diese Fragen stellst, ja, und dann versuchst, diese Antworten herauszufinden, befindest du dich schon auf dem spirituellen Weg, ja, nach Wahrheit. Ja. Und das führt dich eben zu neuen Gedanken, zu neuen Denkweisen, zu neuen Denkmustern, die dir deinen Horizont erweitern. Ja. Also sprich, du wirst bewusster, du wirst über Dinge bewusst, über die du dir vorher nicht bewusst warst. Ja. Du kriegst vielleicht neue Kontakte, neue Freunde. Du fängst an, dich vielleicht mit deinen inneren Themen zu beschäftigen, Schattenarbeit, Traumata, deine Vergangenheit, deine Blockaden, deine Sicherheitsempfinden, deine Fixierungen und solche Sachen. Also sehr, sehr spannend. Ja? Und dich vielleicht mit dem Thema Erleuchtung auseinandersetzt und mit dem Ego auseinandersetzt, also was auf jeden Fall viel Klarheit in dein Gehirn da oben macht. Ja. Du kommst dazu, dass du deine Grenzen sprengst, dass du Dinge tust oder sagst oder machst, die du vorher nie tun, sagen oder machen würdest, dass du deine Limitierungen sozusagen aufhebst. Ja. Das macht sozusagen, also im Grunde kann man es zusammenfassen, du entwickelst dich von deiner Persönlichkeit extrem schnell weiter. Ja. Das ist so das, was der spirituelle Weg wohin er dich führen kann. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar das Thema Risiken und Herausforderungen. Was ich sehr, sehr oft erlebt habe, ist, dass es eben sehr viele gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen und dann plötzlich, ja, ganz plötzlich eine Art Abhängigkeit so eine Art spirituelle Abhängigkeit von einem Meister hineinfallen, wo der Meister oder mediale Person dir sagt, was passieren wird oder woran du glauben sollst oder wie du dich benehmen sollst und so weiter. Ja. Realitätsverlust oder das Aufkommen pseudowissenschaftlicher Überzeugungen ist auch ganz, ganz oft gegeben in der spirituellen Szene. Wir sind ja erst bei den negativen Dingen, ja, wovon du dich ein bisschen hüten sollst. Ja. Das nächste ist, viele Dinge in kurzer Zeit zu transformieren, bedeutet, dass du auf einer mental und emotionalen Achterbahn bist und dich durch das ganze Leben der Existenz sozusagen, ja, es kann dich ein bisschen mitnehmen. Ja. Dann Gefahr, dich selbst eben darin zu verlieren in den nicht belegbaren Theorien. Ja. Deswegen bin ich halt ein Freund von, wenn es sowas gibt, ja, dass ich das selbst erfahre, dass ich es belegen kann. Ja. Dann oder eben die Wahrheiten von anderen, ja, wenn man nicht auf seine Intuition hört, sondern auf die Wahrheiten der anderen und glaubt, dass das die Wahrheit ist, und das ist eben etwas, wo sich sehr, sehr viele darin verlieren, ja. Dann eben das dualistische spirituelle Ego, ja, so, was, du isst Fleisch, ja, du bist nicht spirituell, du bist nicht bewusst oder so, ja, dieses spirituelle Ego, was halt erst recht verurteilt, erst recht in die Dualität geht, in die Nichtannahme von Dingen oder von Menschen oder von Verhalten und so weiter. Oder was du verdienst, Geld als spiritueller Mensch und so weiter. Das ist halt so diese Extrembeispiele von spirituelles Ego. Ja. Dann ähm, das sichere Leben wird dann auf jeden Fall vorbei sein, muss ich auch sagen. Ja. Man geht aus seiner Komfortzone raus und man
ist sozusagen in der Freiheit des Lebens drin, hat aber dadurch auch härter und ist halt sich wie so ein jemand, der aus der Schule rauskommt, ist plötzlich mit dem Leben konfrontiert, muss plötzlich sein eigenes Geld verdienen. Übernimmt viel mehr Verantwortung als Erwachsener als als Schüler, weil da war jemand da, der hat sich um die Miete gekümmert und so weiter und um dein Essen und Co. Ne? Also spirituell Erwachen ist im Grunde sowas wie das Erwachen selbst deiner Seele, dass sie plötzlich ihr Leben in die Hand nimmt und das tut, was sie die Seele will und nicht das, was dein Ego will. Ja? Also du gehst sozusagen aus der Komfortzone raus. Ja? Man ist nicht mehr so stark ein Teil der Gesellschaft, was bei vielen zu einer Art Gefühl führt der Isolation. Ja? Vor 10 Jahren war es noch viel, viel schlimmer. Da gab es eben diese spirituelle Bewegung nicht so stark. Da gab es auch kaum jemanden, der sich damit beschäftigt hat, so im näheren Umkreis. Mittlerweile sind schon sehr, sehr viele Leute spirituell erwacht. Und da ist dieser Anschluss schon ein bisschen größer. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Kanal gemacht habe, selber, damit ich Menschen finde, die sich auch mit solchen Themen beschäftigen und diese Fragen des Lebens hinterfragen. Ja? Wenn wir übrigens über die Fragen des Lebens reden, kann ich dir das Buch Das große Mysterium empfehlen. Da geht es sehr, sehr intensiv um die Fragen des Lebens und vor allem auch um die Antworten zu diesen Fragen. Also wer hat Gott erschaffen und solche Sachen. Freu dich drauf. Ja? Das nächste, was passieren kann, ist, dass die Realität oft nicht so real vorkommt, vor allem wenn man öfter erweiterte Bewusstseinszustände erlebt hat. Man fühlt sich oft nicht von dieser Welt, man denkt, man wird verrückt, man hinterfragt alles, man reflektiert und analysiert eventuell zu viel in dieser Szene. Und man geht erst so richtig ins Ego rein, ja, in das spirituelle Ego. Ja. Man denkt zu viel nach und macht zu wenig. Ja. Und man ist oft verurteilend. Ja. Also man kann es beobachten, so Leute, die spirituell sind, gibt so dieses, sind sie glücklich, lachen sie, sind sie in der Freude oder quatschen sie nur irgendwelches spirituelles Zeug, aber du siehst halt, es ist einfach komplett noch im Ego-System drin. Ja. Und der spirituelle Weg ist sowas wie 6 Schritte nach vorne und 5 Schritte zurück. Ja, das muss man auch wissen. Ja. Kommen wir nochmal wieder zu diesen guten Seiten, die dieser Weg beinhaltet. Und zwar, ähm, es führt dich halt zu dem Weg deiner Schattenarbeit, über den Prozess, dass du dir im Klaren bist, wer du wirklich bist, was für ein Muster du hast und wie du deinen inneren Schatten begegnen kannst und sie transformieren kannst, damit du viel mehr der wirst, der du wirklich bist. Ja. Es führt oft dazu, dass du deiner Seelenfamilie begegnest im physischen Leben und Freunde hast, die wirklich deine Seelenfreunde sind, ja. Und nicht einfach nur Freunde, die mit dir Freunde sind, weil sie einen Nutzen aus dir ziehen können, ja. Du erlebst andere Bewusstseinszustände, öffnest dich für Wunder und für die Magie des Lebens. Du wirst risikofreudiger. Das sind oft glückliche Menschen, die auf diesem Weg sind. Ähm, Es ist oft der Lebensweg für viele Menschen und wenn man diese Lebensfragen beantwortet hat, die ich sozusagen, auf die ich vor allem eingehe in meinem Buch Das große Mysterium, dann führt das zu einem inneren Frieden, zu einem Frieden zu wissen, wie das alles funktioniert, von wo du herkommst, warum du da bist und wo deine Reise hingeht und wie du diesen Moment maximal aus deiner Seele auskosten kannst, ja. Und der Schlüssel tatsächlich zwischen diesen zwei Polaritäten, nicht Dualitäten, ist es, dass man sich in der Balance in der Mitte irgendwo aufhält. Also sprich, dass du dich täglich erdest, dass du deine Körperbedürfnisse nicht wegspiritualisierst, ja? Dass du mit deinem Körper arbeitest und nicht nur mit deinem Geist, ja? Dass du intellektualisierst, dass du die Dinge halt nicht mehr intellektualisierst, ja, und spiritualisierst, ja, so extrem. Ja. Also Techniken anwenden und nicht zu viel Wissen sammeln. Ja. Das Einzige, was wirklich zählt, ist dein Zustand. Am Ende des Tages, wenn alles durch ist, durch das ganze Leben durchgekaut ist, das Einzige, was wirklich zählt, ist dein Leben. In welchem Zustand befindest du dich gerade oder in welchem Zustand hast du dich die meiste Zeit befunden? Warst du glücklich oder warst du traurig? Ja? Oder neutrale Mitte, ne? Die Schweiz. ähm, ähm, also
dein Zustand zählt. Ja. Sehe dich selbst als ein multidimensionales Wesen, welches als Mensch hier ist und menschliche Erfahrungen zu machen. Ja. Nicht zu sehr an dir selbst zweifeln und alles Spirituelle, auch alles ist spirituell, auch wenn es nicht so spirituell scheinen mag. Das ist so das, was ich dir mitgeben möchte. Und jetzt freue ich mich sehr auf auf dein Feedback, was du dazu sagst, was du sagst zum Thema, wie war dein Weg? Wie hat dein Weg angefangen? Wo befindest du dich gerade auf diesem Weg? Du kannst dir so vorstellen wie 0 und 10. 10 ist Maximum. Schreib mir in den Kommentaren rein, wo auf diesem Weg befindest du dich gerade, ähm, auf diesem Aufwachprozess und was für Themen oder Hürden hast du gerade auf diesem Weg. Schreib es mir unten rein. Ich werde dann schauen, wenn das Video, wenn Leute dir deinen Kommentar liken, dass ich dazu ein eigenes Video mache und separat darauf eingehe. Ja. Also, danke fürs Zusehen, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Aufschluss dazu geben und ich freue mich über deinen Kommentar, dein Like und wenn du magst, kannst du das Video an deine Freunde teilen, damit auch sie noch mehr bewusster werden über dieses Thema und das Thema Bewusstsein mehr in die Welt tragen und ich freue mich sehr, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Tschüss.